drop tonight.
Der tote Agent. Kannten Sie ihn? Er war ein Freund von mir. Das tut mir sehr leid. So ist der Job eben, aber das macht es auch nicht leichter. Nein, stimmt. Sie sind wohl schon länger hier. Ich lebe als Karen Bowman, die Entwicklungshelferin, mittlerweile seit etwa 5 Jahren hier. Ist ein hartes Leben, aber undercover komme ich ganz gut klar. Wenigstens haben Sie einen Heli. Wie bist du ins Land gekommen? In der Business Class von Manaus. Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Habe extra bis Villazón durchgesoffen, damit man mich in Ruhe lässt auf der Fahrt. Das erklärt, warum du so stinkst. Es gibt einige Gerüchte über euch. Ich war noch als Frischling in Moskau stationiert, als der Coup abging. Es hieß, ihr wärt beteiligt gewesen. Bestimmt jemand anders. Wir waren nie da. Naja, man trifft nicht jeden Tag eine lebende Legende. Sagen Sie das mal meinem Kind. Vielleicht bringt es ja dann mal den Müll raus. Ist das nicht hart, offiziell gar nicht zu existieren? Sagen Sie es mir, Karen Bowman, die Entwicklungshelferin. Und Sie haben sicher den ganzen furchtbaren Scheiß gesehen, zu dem Menschen fähig sind, wenn sie nichts zu befürchten haben. Aber eins sage ich Ihnen. Egal wie sehr Sie sich abschotten, sich abhärten, auf El Sueño sind Sie nicht vorbereitet. Seine Religiosität ist geradezu wahnhaft. Er hat mehrere Gelübde abgelegt und wenn er nicht wegen Geld oder Muschis im Geschäft ist, dann wegen Macht. Wir sind eine Taskforce aus CIA, DEA und JSOC und ich bin Ihr Agent vor Ort. Willkommen bei Operation Kingslayer. Laut Briefing ist auch ein Haufen Einheimischer dabei. Die Qataris 26. Das ist eine Gruppe Rebellen, die sich gegen Unidad und Santa Blanca zur Wehr setzt. Gleich nach der Landung treffen wir den Anführer Pakatari. Bolivien hat schon lange einen Hasser von Yankees, aber diesmal könnte der Feind des Feindes ein Freund sein. Seid vorsichtig, ich werd's auch sein. Vier Soldaten. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten? Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese 4 werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pakatari, Anführer der Widerstandsgruppe Qataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Qataris 26. Mehr als das, die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können.
Jetzt geht's rund, Leute. Setzt euer Pokerface auf. Ich kann nicht sagen, dass ich gern mit Pakatari und seinen Rebellen zusammenarbeite. Diese Ideologie führt doch nur zu noch mehr Toten. Was hältst du von der Operation Nomad? Unterm Strich ist das ein Vergeltungseinsatz. Beeilen wir uns damit, bevor wir zwischen die lokale Politik und den Kugelhagel des Kartells geraten. Erstes Ziel, den Santa Blanca-Leutnant schnappen, damit wir Amaru finden können. Hua! Setze Drohne ein. Hab noch einen, Tango. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Geh in Position. Kann loslegen. Hab ihn. Verschrecken wir das Ziel nicht. Schalldämpfer drauf. Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Er kennt Amarus Aufenthaltsort. Ich gehe in Position. Bin schussbereit. Ziel eliminiert. Alles gut. Da sind Gegner. Da ist noch ein Tango. Hab ein drittes Ziel. Hab noch einen. Macht 5. ¡Pinche cabrón! ¡Puta madre! ¡Ya está! Entrego las armas. Oh.
Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieß dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron! Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar. Er ist auf der Atollo-Farm. Nur zu. Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Beeilen wir uns, Leute. Amaru ist ein alter Mann. Hält der Folter nicht lange stand. Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Alles okay, alles okay. Los. Glaube, Das die Luft ist Kartell rein. wartet nicht, bis wir Amaru aufgespürt und gerettet haben. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. El Sueño, die Sicarios haben den entflohenen Gefangenen in Kulta gefunden. Welch ein schöner Name für eine Stadt. Sie haben ihn beschützt. Sie, das Dorf ist bei der Unidad bekannt als Zuflucht der Rebellen. Was wollen die Rebellen eigentlich? Tötet alle. Das ganze Dorf. Bringt göttlichen Zorn über... Claro, al rato. Los geht's. Gewachsen sind und wie viel Gutes in den paar Jahren gelaufen ist. Mann, in dieser hinterletzten Ecke Bolivias gab's nur Schlamm und Dreck. Bis wir hier unseren Laden eröffnet haben. Orale, wir sind geil, Homies. Und darum geht's, adorada Audiencia, wenn man so weit gekommen ist. Wenn das Leben so toll ist, warum höher Ziele? Warum größer träumen? Weil es besser ist. Wenn du es nicht tust, wird es für dich nur nach unten gehen. Als wäre Santa Blanca jetzt gerade Schwergewichtsweltmeister. Somos los más chingones, pues. Was will man danach noch? Mehr Geld? Einen anderen Sport erobern? Wenn man das nicht weiß, kann man nur noch verlieren. Wenn du einmal gewonnen hast, wie bleibst du ein Gewinner? Ich will dir sagen, Wade, du machst das Spiel größer. Du machst es gewaltig. Und genau das tut Santa Blanca. Pass nur auf. ¿Por qué no formar parte de la verdadera elite mundial que rige el mundo? Ten y entrénate para ganar, porque lo único que tienes es hoy. Ten y vivirás al máximo. Die gleiche Notzustand, die gleichen Erfolge sind für eure männlichen Kollegen. Aber bei den Frauen seid, geltet ihr als la atrapadora, die sich den Weg in die obersten Ränge des Kartells gefiedert. Ich bin Nidia Flores. Und orgullosas buchonas, plebes, ihr wisst, wer ihr seid. Viele Frauen, die bei Santa Blanca arbeiten, haben mich gefragt, wie ich das gemacht habe, wie ich die Ränge aufgestiegen bin. Die gefürchtetsten und meist respektierten Frauen des Kartels. Ich hatte ohne Angst vor niemandem, als hätte ich die dicksten Huevos im Zimmer. Und niemand kann die chingada madre aufhalten. Ich sage diesen Erkias unter euch, macht es genauso. Nur so kann eine Frau in unserer Welt gewinnen. Shit, wir haben Gesellschaft. Ich sehe einen Narco. Die drinnen. Wir nähern uns der Atoyo Farm. Denkt dran, viele dieser Sicarios sind Ex-Soldaten. Checkt eure Ziele. Wenn Amaru von einem Querschläger getötet wird, ist Operation Kingslayer gescheitert, bevor sie angefangen hat. Los geht's.
Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Oiga, hermano, no pasó mucho tiempo. Ayúdenos, por favor. Espabilen, raza. Geh in Position. Kann loslegen. Der Kerl ist hin. Ich glaube, Sie haben Ihren Kollegen gefunden. ¿Qué chingados esperan? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Sie kommen hier lang. Ich glaube, das waren alle. Todavía no estamos a salvo. Pero Dios le pagará esto que ha hecho por mí. Sind Sie Amaru? Das, was von ihm übrig ist. Kommen Sie, wir bringen Sie hier raus. Hi, ¿qué tal? Ich mach das, ich fliege. Wo bringt ihr mich hin? Zu Ihren Freunden. Entonces Pacatari hat also einen Handel mit den Malditos Extranjeros geschlossen, dieser Narr. Klären Sie das unter sich. Das war's. ¿Qué tal? Alles okay? Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aukas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht... Heißen die beiden Jury und Polito? Sie, Jury, Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Swen ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir ihn befreit haben. Ich habe Jury und Polito schon 3 Tage nicht gesehen, vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen alle Dörfer in Campa, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um.
Aufgepasst. Bowmans Datei zu Judy und Polito kommt rein. Vier Personen waren anwesend, als DEA-Agent Ricky Sandoval ermordet wurde. El Sueño, der Kopf des Santa Blanca-Kartells, Ricky und dann auch noch La Jury und El Polito. Jury und Polito lernten sich in einer Staatsklinik in Chiapas kennen, wo El Polito Assistenzarzt war und wo La Jury Schwester war. Es war Liebe auf den ersten Blick. Von Anfang an waren sie unzertrennlich. Eine Liebe wie im Bilderbuch. Dann landete ein Buchon namens La Plaga bei ihnen in der Notaufnahme, schwer angeschossen. Eine Weile stand es auf der Kippe, aber schließlich retteten sie ihm das Leben. La Plaga war dankbar, machte ihnen Geschenke, Einladungen zu den exklusivsten Partys, sogar ein neues Auto. Und nach einer Weile machte La Plaga sie zum persönlichen medizinischen Stab des Santa Blanca-Kartells. Doch das war nicht ihr Hauptjob. Jury und Polito kennen den menschlichen Körper. Sie wissen, wie viel Schmerz jemand erträgt, bevor er stirbt. Sie können eine Person wach und am Leben halten, damit sie den Schmerz spürt. Und vor allem wissen sie, wie man Schmerzen zufügt. Das tun sie in der Provinz Itaqua. Wenn Santa Blanca jemanden hat, der nicht reden will, bringen La Jury und El Polito ihn dazu. Sie brechen Menschen. Wie gesagt, 4 Personen waren anwesend, als Ricky Sandoval ermordet wurde. Sueño, Ricky, Jury und Polito. Sie hielten Ricky am Leben, während Sueño ihn folterte. Nonstop, 47 Stunden lang. Sie brachen Ricky Sandoval. Dann erschoss Sueño ihn. El Sueño, die Sicarios haben den entflohenen Gefangenen in Culta gefunden. Welch ein schöner Name für eine Stadt. Sie haben ihn beschützt. Sie, das Dorf ist bei der Unidad bekannt als Zuflucht der Rebellen. Was wollen die Rebellen eigentlich? Tötet alle. Das ganze Dorf. Bringt göttlichen Zorn über Culta und löscht es vom Antlitz der Welt. Claro, al rato. Das ist die Info zu La Jury und El Polito. Sie spielen eine Schlüsselrolle im Sicherheitsbereich Santa Blancas. Seht euch Bowmans Briefing zu ihrer Befehlskette an. Um die Sicherheit kümmert sich El Muro, die Mauer. Persönlicher Leibwächter und Jugendfreund von El Sueño. El Muros kleiner Bruder ist La Plaga. Fieses Stück Scheiße. Aktiv in den sozialen Medien. Top-Sicario für das Kartell. Die Jagd beginnt. Wenn wir Sueño wollen, müssen wir uns hocharbeiten. Die ersten Ziele sind Jury und Polito. Erst die Info, dann aufspüren, dann ausschalten.